damit herzlich willkommen zurück zu Kontrast. Ich bin Rotmek und wir spielen jetzt die kleine Prinzessin. Ja, sie kommt auch gleich. So, Prinzessinnenhut aufgesetzt. Und los geht der Spaß. In den Schatten. There she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies love their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. So the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love with the princess. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, just like you. She used her wits to get past unexpected obstacles. Also dann tun wir das auch. Wir lieben ja Abenteuer. Und diesen Part, den habe ich gemocht. Das war super. Der ist super, immer noch. Das mag ich wirklich. Es sieht auch schön aus. So. Ich hoffe, ich weiß noch, was zu tun ist, alles. Aber ist, glaube ich, nicht so schwer. Dieser Teil ist, glaube ich, ziemlich leicht. Es wird dann auch wieder ein bisschen schwerer am Ende. Ja, sie sprang. So. It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. Ja, mit Magic Mushrooms high und so, ja. Also ich glaube, hier waren es 2, die wir benutzen müssen. Genau die 2. Und zwar können wir da drauf stehen bleiben. So viel mir ist, da habe ich lange gehabt. Und dann einfach so rüber. Ha! Oh oh, kommt da was? She came to the giant ogre's campsite, and there the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her. Ja, das wollte ich sagen. Man muss eben... Da, wo man steht, da haut er hin. Komm. Nein! Ja, nochmal. Nein! Also, da muss man wirklich da drauf stehen. So. Dann hängt er fest. Und jetzt hier stößt er das auch da rein. So. Oh, weg. Puh. Glück gehabt. Hat doch noch geklappt. And so the princess tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song. A little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again.
Und wieder müssen wir als Prinzessin den Fred retten. Kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Aha. Kann ich jetzt da raus aus dem Bild? Und den Umbrella holen. So, und wieder ins Bild. Funktioniert das? There we go. So, Ja. the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Das Spiel ist einfach genial. Einfach genial. Oh nein! Oh. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Also. Noch einmal. Ah, wieder von oben. Das ist bestimmt nicht Fred, der da so... Das ist Chewbacca. Meine Güte, jetzt konzentriere ich dich aber. Kann ja nicht wahr sein. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, noch einmal. Jetzt aber konzentriert. Das war doch nicht so schwierig hier. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Also wenn das Fred ist, dann weiß ich auch nicht. Dann will ich den gar nicht. Der Chewbacca. So, jetzt scheint es besser zu kommen. Finally, she landed softly, right in a spider's web. Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. The princess needed to find somewhere to hide. Was ist denn da? Suddenly, a giant spider jumped out of the shadows and attacked her. Was ist denn das für eine komische Spinne? Oh, nur nicht in die Netze rein. Ui, Glück gehabt. Sehr schön. Das kommt gut, komm. Alles richtig gemacht. Nein. Rauf, rauf. Ah, kommt die nicht durch da? Die scheint nicht durchzukommen hier. Nein. Komme ich da nicht rauf? So, geht doch. Das ist den Stein wahrscheinlich. Nein! Nein! Wo bin ich denn jetzt? Ah, sehr schön. Okay. Was denn? Spinne matschig. Flatü. Ja, also arme Spinne. Ne? He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song, very quietly. Immer leiser singt der Herr. After a Ja, few noch ein. days, the princess got to wondering. Why her dad kept trying to give her away? That too. But she was worried about Fred, so she went off to find him.
Und noch ein Abenteuer für uns. Sehr schön. Ich mag das hier wirklich. Das Schattenspiel ist sehr schön. The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms, but she was very brave and nimble, just like you. She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Es gibt doch auch noch ein anderes Spiel mit so Schatten, Limbo oder so. Bin ich mir ganz sicher, wenn das einer weiß, bitte in die Kommentare damit. Weil ich finde das echt schön. When she got cold, she thought about the hot buttered muffins she would make once she got Fred home. Do you still like muffins? I love muffins. The princess hoped Fred liked muffins. Ja, wer mag denn keine Muffins? Außer vielleicht die Laktosenintoleranten. Diese Intoleranten. So. Dann. Geht es auch noch rauf? Anscheinend ja. Computer sagt ja. Ah, dann unten durch, okay. When the princess got to the lair of the dragon, she was not very surprised to see Fred hanging from the Oh, roof stimmt, of da the muss ich weg, da muss ich weg. So she taunted the Der dragon brennt. until it roared its fiery breath at her. Das ist einfach schön, ist einfach schön. Der Drache. Nein! Nein! Jetzt hätte ich's gehabt. Oh, ich Trottel. Nochmal. An einem Faden hängt der noch. Weg. Finally, burning So. away the ropes that were tying up Fred. And so the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again, and they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Die Abenteuer wären schon nicht schlecht. Yay, Dawn, you did it! Natürlich. Und dann müssen wir die letzte Attraktion noch reparieren. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Ich glaube, das ist der beste Teil im Spiel. Für mich. Der ist wirklich gut gemacht. So, und die letzte Attraktion. Das ist das Piratenschiff da hinten. Kann man da noch was? Nein, da gibt es nichts mehr. Aber was wir jetzt noch versuchen können, wir haben ja noch 3 Minuten Zeit. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht geschafft. Wir versuchen hier raufzukommen. Hau den Lukas! Hau ihn! Wir müssen 3-mal warten, er kommt immer höher. Beim 3. Mal müssen wir da hochspringen. Aber ich glaube echt, ich habe es noch nie geschafft. Nein! Genau das. Komm, nochmal. Komm, da bist du stärker. Komm jetzt. Ja, wenn wir es in den 2 Minuten, die ich noch habe, nicht geschaffen, dann lassen wir... Ey, komm! Ja, ich hab's! Nein! Hä? Nein! Wieso geht... Was? Wieso ging denn das nicht? Ich hab's doch... Nein. Wieso ging denn das vorhin nicht? Wir standen doch richtig. Oh, manchmal. Wir versuchen es nochmal. Noch 1,5 Minuten Zeit. Das sollten wir schaffen. Komm. Oh. Okay. Okay, jetzt war ich ein bisschen erschrocken, dass es so hoch ging. Okay. Ja, komm, das schaffen wir. Und jetzt beim 3. Mal hoch die Tassen und jawohl. Richtig gut, richtig gut. So. Da unten haben wir noch eine kleine Maschine. The Machine. Aber die hat nichts, die macht nichts, die tut nichts. So, und das... Was? Ist das ein Lichtspiel? Nein, kein Lichtspiel, nur das mit dem
Mit dem Herrn hier. Okay. Ja, und in der nächsten Folge gehen wir hier das Piratenschiff reparieren. Und dann sind wir auch schon bald am Ende, so wie mir ist. Ich glaube, mehr als 2, 3 Folgen soll es nicht mehr geben. Aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt oder wo wir noch hängen bleiben könnten. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge, wenn wir das Piratenschiff reparieren. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Rotmek. Ciao.